Hallo ihr Lieben! Heute unterbreche ich das aktuelle Programm hier auf meinem YouTube-Kanal für eine spezielle Sondermeldung. Und zwar ist das die Junk Journal Tag Challenge 2021. Lasst mich euch kurz erklären, was das bedeutet. Insgesamt 3 YouTuberinnen haben sich zusammengetan, um diese Junk Journal Tag Challenge 2021 ins Leben zu rufen. Das sind zum einen Susanne von Bollenhut-Art, die Barbara von 49 Dragonflies und meine Wenigkeit, Luise Heinzel. Was beinhaltet diese Challenge? Ja, also die Grundidee war, dass man ja des Öfteren, wenn man selber Junk Journals macht und selber in diesem kreativen Bereich unterwegs ist, Fotos sieht von anderen Leuten, Fotos von Projekten von anderen Leuten. Diese sieht man zum Beispiel auf Instagram oder auf Pinterest oder wo auch immer, oder vielleicht auch in Facebook-Gruppen oder so. Und man denkt sich, boah, das schaut so schön aus, was der andere gemacht hat. So etwas Tolles möchte ich auch mal machen. Und dann steht man aber vielleicht vor dem Problem, dass man nicht ganz genau weiß, ja, mit welchen Materialien ist das gemacht, wie ist das genau gemacht. Man muss sehr genau schauen und gerade wenn man nur ein Foto hat, ist das manchmal nicht so einfach. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns genau dieser Herausforderung stellen wollen. Das bedeutet, jede von uns dreien, also Susanne, Barbara und ich, haben einen Junk Journal Tag gemacht, zu Hause still und leise in unserem Kämmerchen, ohne dass die anderen beiden irgendetwas davon gesehen haben. Und dann haben wir Fotos von diesen Tags herumgeschickt. Also jede hat ihren Tag an eine andere geschickt. Und nun ist die Aufgabe für alle 3, den Tag einer jeweils anderen nachzumachen. Ja. So sitze ich also heute hier mit der Aufgabe, den Tag, den Susanne gemacht hat, nachmachen zu müssen. So, hier seht ihr das Foto, das Susanne mir geschickt hat von ihrem Tag. Das ist also heute meine Aufgabe, diesen Tag so nachzumachen. Ja. Und ihr seht schon auf den ersten Blick, das Teil schaut erstens sehr geil aus und aber hat auch sehr viele kleine Details, sehr viele Elemente. Hier zum Beispiel sind so kleine Knöpfe, hier hängen so ein paar Perlen, hier sind ein paar Herzchen, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, aus was ist das gemacht, wie genau soll das funktionieren. Die scheinen hier so herunter zu hängen. Und das Besondere an diesem Tag ist offensichtlich, dass dieser Tag ein Sichtfenster hat. Ihr seht hier diese 2 Kinder vor diesem Maßband und ihr seht im Hintergrund dieses bräunliche, das ist so eine Folie. Und als wäre es nicht schon genug, hat Susanne diesen Tag so gemacht, dass er 2 Seiten hat. Das heißt also, das hier ist die Rückseite. Wenn man den Tag umdreht, sieht man das hier. Ihr seht, hier ist so ein kleiner Spruch, every picture tells, und auf der anderen Seite steht a story. Also jedes Foto erzählt eine Geschichte. Das finde ich eigentlich eine richtig coole Idee, dass dieser Spruch von der Vorderseite auf der Rückseite weitergeht. Das bedeutet allerdings für mich, ich muss eigentlich 2 Tags machen, weil ich brauche ja die Vorderseite und die Rückseite. Aber nachdem ich Susanne natürlich jetzt auch die letzten Monate öfters mal so ein bisschen aufs Korn genommen habe, kann ich durchaus verstehen, dass sie mich hier auch ein bisschen ärgern will. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man ja sozusagen eine Challenge hat, die ein bisschen eine Herausforderung ist. Sonst wäre es ja keine Challenge. Also ja, das sagt ja schon das Wort. So, zusätzlich zu eurer Information gibt es noch etwas anderes Besonderes, denn Susanne hat diesen Tag für euch als Printable gemacht. Also Susanne hat inzwischen, tada, ihren Etsy-Shop eröffnet und das hier, also ein Kit, mit dem man diesen Tag erstellen kann, ist ihr erster Artikel in ihrem Shop. Und ich fühle mich wirklich, und das sage ich nicht einfach nur so, sondern das ist so, ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Es ist für mich eine riesengroße Ehre, dieses hier ausgedruckt in meinen Händen zu halten. Denn das hier, was ihr hier seht, ich zeige euch das gleich noch ein bisschen genauer, ist dieses Tag-Kit. Das heißt also, wenn ihr diesen Tag genauso nachmachen wollt, wie Susanne ihn gemacht hat, dann könnt ihr das tun mit Hilfe ihres Printables. Lasst mich das kurz erklären, wie das genau funktioniert, auch für alle diejenigen, die vielleicht noch nie mit so einem digitalen
Kit gearbeitet haben. Ihr könnt in Susannes Shop gehen, euch dieses Kit dort kaufen und herunterladen und dann habt ihr alle Materialien, die ihr braucht, um diesen Tag herzustellen. Ein Beispiel. Wenn ihr euch den Hintergrund hier bei diesem Rahmen etwas genauer anschaut, dann seht ihr, dass es sich dabei um diesen Jellyprint handelt. Susanne hat diesen hier selber auf ihrer Jellyplate zu Hause angefertigt und dann für euch digital so bearbeitet, dass ihr euch den runterladen und ausdrucken könnt und dass ihr euch den benutzen könnt für diesen Tag. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man zum Beispiel keine eigene Jellyplate hat, mit der man solche schönen Abdrücke hinbekommen kann. Oder vielleicht ist man nicht so geschickt im Umgang mit seiner Jellyplate. Oder man findet das hier so geil, dass man es genauso benutzen will. Ist das sehr praktisch, weil dann kann man sich das einfach runterladen, ausdrucken und dann dafür benutzen. Des Weiteren hat sie auch Elemente, die sich auf dem Tag befinden, auf so eine Seite gemacht, die man sich ebenfalls ausdrucken kann, die ebenfalls in diesem Kit inkludiert ist. Wenn ihr euch hier anschaut, dann seht ihr, dass zum Beispiel dieses kleine Wollknäuel, was hier als rundes Element auf den Tag aufgebracht ist, sich hier in dem Printable befindet, sodass ihr das hier original so ausschneiden und benutzen könnt. Denn gerade diese kleinen Elemente, da ist es ja manchmal schwierig, da denkt man, ja Mensch, das würde ich jetzt gerne nachmachen, aber wie soll ich das machen? Ich habe das ja nicht. Genauso zum Beispiel diese kleine Blume, die hier unten ist, diese Papierblume, die befindet sich auch hier auf dem Printable, sodass man sich die theoretisch da nehmen und ausschneiden könnte. Und dann kann man sie genauso verwenden. Das gleiche mit den Fotos hier von den Kindern. Und so findet ihr alle Elemente, die ihr auf dem Tag von Susanne findet, auch in diesem Printable. Und sogar noch offensichtlich einige Dinge mehr. Dieses Haus hier zum Beispiel, das habe ich jetzt auf dem Tag noch nicht gefunden, aber vielleicht habe ich auch noch nicht so genau geguckt. Das finde ich jetzt hier zum Beispiel nicht, aber ich glaube, das hat sie euch zusätzlich, was ist das? Zusätzlich gemacht, sodass ihr das noch auch mit da einbeziehen könntet, denn das befindet sich jetzt hier offensichtlich nicht auf dem Tag. Aber das ist natürlich eine richtig geile Sache, wenn man auch noch andere passende Sachen dazu hat, wie zum Beispiel auch diese alte Schrift, sodass man den Tag auch für sich selber natürlich individualisieren kann. Man kann dann diese Sachen als Grundlage benutzen und trotzdem sein eigenes Projekt daraus machen. Und das Allergeilste ist, dass Susanne sogar so freundlich ist und euch einen Teil dieses Printables als kostenlosen Download zur Verfügung stellt. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, wo ihr das finden könnt. Und ich verlinke euch selbstverständlich auch ihren Shop und den Artikel, sodass ihr dann alle diese Seiten theoretisch auch euch herunterladen könntet in ihrem Shop. So, meine Aufgabe ist es natürlich, diesen Tag nachzumachen, aber möglichst mit meinen eigenen Materialien und möglichst ohne das hier zu benutzen. Ja, weil das hier habe ich ja normalerweise nicht. Und ich werde jetzt mir die größte Mühe geben, das hier auf meine eigene Art und Weise nachzumachen. Es wird sicherlich das ein oder andere Element geben, wo ich höchstwahrscheinlich an meine Grenzen stoßen werde, aber schauen wir mal. Als allererstes besteht die Herausforderung natürlich darin, einen Tag zu erschaffen, der so ein Fenster hat. Und da fängt bei mir für mein persönliches Empfinden das Problem schon an. Denn ich habe ein Riesenproblem damit, solche Kinder oder auch irgendwelche, man sieht das ja auch manchmal mit so Schmetterlingen oder Libellen oder so etwas, die hinter so einer Plastikfolie sind. Ich habe ein Riesenproblem damit, ein menschliches Wesen oder ein Tier hinter Plastik einzusperren. Und ich habe auch ein Riesenproblem mit Plastik itself. Also ich kann kein Plastik sehen. Für mich ist das ganz, ganz schön, das anzuschauen, aber ich kann mir für mich selbst nicht vorstellen, das genauso zu machen, indem das da quasi dazwischen klemmt. Und dafür muss ich definitiv eine Lösung finden. Als allererstes brauche ich aber eine Form, die dieses Loch in der Mitte hat, die eben dieses Fenster hat. Wie auch immer ich mein Plastikproblem löse, ich brauche ein Teil, was so ein Fenster hat. Jetzt könnte ich mir natürlich sagen, okay, ich nehme mir eine Pappe und schneide mir das genau so. Aber ich habe das hier. Das hier habe ich in einer Happy Mail bekommen und ja, was soll ich sagen? Die
Nachricht von der Person, die mir dieses wunderschöne Album hier geschickt hat, war in etwa folgendermaßen: Liebe Luise, ich habe mir da so ein Album gekauft und ich wollte das eigentlich in ein Junk Journal umwandeln, aber ich bin nicht die Richtige dafür. Und ich glaube, ich muss dir das schicken, weil du bist die Richtige dafür, das in ein Junk Journal umzuwandeln. Liebe Maike, hier ist es jetzt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das habe. Denn das ist etwas ganz Besonderes. Ihr seht schon außen hier diese krassen Metallbeschläge. Und innen ist das so ein wunderschönes Fotoalbum mit solchen Seiten, wo man hier unten Fotos reinstecken kann. Und ich habe mir gedacht, ich habe etwas ganz Spezielles mit diesem Cover hier vor. Aber dafür muss ich sowieso die Seiten herausschneiden. Deswegen werde ich jetzt eine dieser Seiten benutzen, weil das ja hier so eine Art Fensteroptik hat. Ja, das bedeutet, ich werde jetzt ein Cuttermesser nehmen müssen und das auseinanderschneiden. Ich habe ein bisschen Angst, da ich das aber sowieso tun muss, werde ich jetzt diese Tag Challenge zum Anlass nehmen, das auch zu tun. Oh mein Gott. Das ist ein richtig komisches Gefühl, aber in meiner Fantasie wird hieraus etwas ganz Besonderes Neues entstehen für mich. Und deswegen muss ich das sowieso tun, aber ja. So, jetzt werde ich hier eine Seite aussuchen. Das schaut ja schon mal hier nicht schlecht aus. Also, Maike, keine Panik. Du wirst dieses Journal hier in einem meiner folgenden Videos nochmal wiedersehen und sehen, was daraus passiert. Nicht, dass du jetzt denkst, damit passiert. Nicht, dass du jetzt denkst, ich schneide das hier ab und dann war es das. Es wird noch etwas Spezielles daraus werden. Keine Angst. Jetzt werde ich das mal so machen. Ich werde mal versuchen, einen ähnlichen Jellyplate-Hintergrund hinzubekommen hier drauf, wie sie hier gemacht hat. So. Das nächste Problem, was sich mir darstellt, ist, wenn ich das jetzt da drauf drücke und hier Farbe drauf habe, dann kommt ja die Farbe auch in dieses Feld hier. Und das Fenster bei Susanne, das ist ja relativ dunkel. Also das schaut eigentlich gar nicht so richtig aus wie Plastikfolie. Also ich weiß, dass es Plastikfolie sein muss, weil hier dieser Spiegelreflex hier von der Kamera gekommen ist. Also seht ihr das? Das ist ja nicht in dem Bild drin, dieser Spiegelreflex. Das muss eine Folie sein. Es geht gar nicht anders. Aber diese Folie ist braun. Und jetzt überlege ich, wenn ich natürlich hier den Hintergrund, diesen braunen Hintergrund beibehalten möchte, wie zur Hölle kriege ich das hin, dass wenn ich das auf die Jellyplate drücke, mir das nicht da in die Mitte kommt? Ganz einfach. Ha, ich weiß. Ich nehme einfach ein Stück Papier und schiebe das hier unten rein. Ha, und dann kann ich das machen. Luise, so könnte es gehen. Und jetzt habe ich hier das folgende zusätzliche Problem. Auf Susannes Tag, jetzt muss ich das mal gerade so machen. Auf Susannes Tag sind diese Rosatöne, diese Blautöne, da oben dieses Orange. Ich zeige euch das nochmal gerade hier auf der Seite von ihrem Printable. Da sieht man in etwa, würde ich sagen, das Farbspektrum. Jetzt ist es für mich so, ich habe kein Foto, was diesem hier ähnlich kommt, was sie auf ihrem Tag verwendet hat. Aber ich habe etwas anderes. Und zwar habe ich von Sabrina das hier bekommen. Das sind so kleine Hummelfiguren, die man so 3D-mäßig zusammenbauen kann. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne versuchen, das hier als dieses Fokusbild zu benutzen. Das heißt also, dieses kleine Mädchen hier wird auf der einen Seite irgendwo hier stehen und der kleine Junge wird, also wenn ich es jetzt umgedreht hätte, ne, auf der anderen Seite hier so stehen.
Ob ich das wirklich so dreidimensional zusammenbaue, wie das hier gedacht ist, weiß ich noch nicht. Aber das hier wird mein Farbspektrum sein. Das heißt also, ich brauche irgendetwas... Oh nein. Oh nein. Ah! Herrschaft. Kruzifix. Gott sei Dank. Ich brauche irgendetwas auf der einen Seite, was hier zu diesen Blautönen passt. Und ich brauche etwas auf der anderen Seite, was hier zu diesen Grüntönen passt. Also, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen was von dem, was da vorkommt. Vielleicht dieses Grün. Das ist jetzt in etwa das Grün, was hier vorkommt. Vielleicht dieses Blau. Das ist natürlich jetzt alles sehr dunkel. Weiß. Um das etwas aufzuhellen. Und komplementär dazu, sodass es aber auf beiden Seiten gleich sein könnte, würde ich dieses hier wohl mal verwenden. Diese Ockerfarbe. Und ihr seht, Susanne hat auf diesem ganzen Ding so welche Muster. Da werde ich jetzt mal versuchen, das mit Hilfe einer Schablone hinzukriegen. Ja. Keine Ahnung. Hilfe. Schauen wir mal. Das war ja irgendwie sowas Mandala-mäßiges. Ich glaube, ich habe hier irgendwie, denn das schaut, was ist das? Das könnte auch vielleicht so eine Art Tischdecke oder sowas gewesen sein. Ich hätte hier so eine Tischdecke, die auch so Blumenmuster hat. Vielleicht könnte man es damit probieren. Aber ich habe auch, ist das hier eigentlich die gleiche? Ah, schaut mal, ich habe noch das hier. Das da, das schaut doch vom Muster eher so aus, wie das, was sie da hat. Und ich werde das jetzt erstmal nicht auf dem eigentlichen Teil machen, was ich mir da eben genommen habe, sondern ich werde das erstmal auf einer Buchseite probieren. Denn wenn ich das da drauf drücke und das schaut total schrecklich aus, dann habe ich ja ein richtiges Problem, oder? Ja, so. Jetzt geht das hier mal los. Okay, also die Farbe, die das macht, gefällt mir schon mal ganz gut. Wenn ich das mal kurz hier so sagen darf. Wo ist jetzt hier mein Dings? Denn ich finde, das passt zu diesem Mädchengrün hier. Und das passt zu dem auch. Also das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt gehe ich hier mal so drüber, um irgendwie diesen Abdruck dahin zu kriegen. Nur um zu sehen, ob das überhaupt mit diesem Tischdeckchen hier funktionieren kann. Da ist auch ziemlich viel Farbe jetzt in diesen Lücken drin. Also das schaut ja schon irgendwie sehr geil aus, ne? Ich überlege jetzt gerade, wenn ich das jetzt mache und das gelingt mir nicht ein zweites Mal, so wie das jetzt hier aussieht, was mache ich dann? Dann ärgere ich mich ja bis ans Lebensende, weil was ich jetzt hier sehe, das schaut schon so cool aus, aber ich meine, das ist natürlich das Muster, was jetzt da ist, ne? Es ist nicht das Negativ. Das hier ist ja das Negativ und was ich jetzt kriegen werde, wenn ich das abdrücke, ist das Muster hier. Aber ich kann das hier sehr klar sehen. Ihr könnt das hier jetzt nicht so gut sehen, höchstwahrscheinlich, weil natürlich die Matte jetzt hier auf dem grünen Gummi liegt. Und ich denke mir jetzt gerade, ich drücke es doch direkt auf den Rahmen, denn ich kann ja zur Not eine zweite Seite nehmen. Dann habe ich eben den anderen Rahmen für ein anderes Projekt. Das geht ja auch. Das ist noch nicht ganz trocken. Okay, die Stunde der Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich möchte das aber jetzt natürlich schon so haben, dass das für beide Seiten reicht, damit das möglichst gleichmäßig wird. Wie mache ich das jetzt? Himmel. So. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie es mir gerade geht.
Hoffentlich reiße ich jetzt nicht das komplette Ding da ab. Oh mein Gott. Alter. Schaut euch bitte das an. Juhu. Also sowas ist mir jetzt mit der Jelly Plate auch noch nie passiert. Dass es so aussieht. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Hier wird es sich nicht ganz ausgehen. Ich habe die Farbe etwas zu... Oh Gott, jetzt kann ich da ja nicht rüberrollen, ne? Na doch, das ist ziemlich trocken. Geil. So, jetzt muss ich das irgendwie wieder hier rauskriegen. Ja, schaut ja schon ziemlich ähnlich aus, oder? Was meint ihr? So, wenn man jetzt sich anschaut, was in diesem Fenster drin ist, dann sieht man ja einmal das Bild von den Kindern logischerweise. Das habe ich hier schon mal abgedeckt. Dann sieht man hier dieses Maßband. Und ich habe absolut nicht so ein Maßband. Oder doch? Oh Gott, ich muss kurz weg. Oh, guck mal, was ich hier habe. Das hier hatte ich in meinem Adventskalender von Iris. Puh, das ist aber sehr, sehr groß und sehr blau. Sehr groß und sehr blau. Vom Verhältnis Kind zu Maßband ist jetzt ungefähr der Junge genauso breit, wie das Maßband ist. Und das Mädchen ist etwas breiter. Also wenn ich mir das jetzt hier so denke, naja, vielleicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So. Wobei das Blau natürlich, wenn ich mir das jetzt überlege, ne? Also das Blau, das passt ja schon irgendwie geiler jetzt zum Hintergrund, ne? Das ist eigentlich kein Blau, das ist eigentlich schwarz, aber... Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Bei Susannes Tag ist jetzt hier das Innen sehr braun. Deswegen werde ich jetzt hier das auch versuchen, irgendwie ein bisschen bräuner noch zu kriegen, indem ich das hier benutze. Denn bei ihr das Innere, das ist ja im Vergleich zu dem äußeren Rand sehr viel dunkler. Und dadurch entsteht auch dieser Fenstereffekt. Und auch wenn ich jetzt hier keine Folie benutze, ist es, denke ich mal, nicht schlecht, wenn das da innen dunkler ist und ich auch nochmal diesen Rahmen etwas, ja, wie soll ich sagen, hervorheben kann. So, schaut auch dieses Loch schon nicht mehr ganz so leer aus. Wie ihr sehen könnt, ist im Hintergrund auf Susannes Tag offensichtlich etwas gestempelt. Also was sie jetzt an Jelly Plate Hintergrund hier hat, ist ja nicht einfach nur da so, ne? Da ist sowas Gestempeltes. Oder vielleicht könnte das auch durchsichtiges Washi-Tape sein. Also hier schaut es fast aus wie Washi-Tape. Schaut euch das mal an. Hier sieht man so einen ganz geraden Rand. Es scheint so zu sein, als wäre das Washi-Tape. Jetzt fällt mir gerade auf, als Alternative zu diesem blauen Ding hätte ich auch noch, das fällt mir jetzt gerade mal so ein, das da. Ob das nicht vielleicht sogar besser aussähe? Ich weiß es nicht. Das ist auch so ein Maßband-Washi-Tape. Das werde ich später noch entscheiden, ob ich vielleicht lieber das benutzen möchte. Jetzt werde ich mich erstmal um das Gestempel hier außenrum kümmern. Ich hätte noch dieses, das hat so Schrift. Das ist allerdings sehr beige. Und es hat noch so Weiber drauf. Aber das finde ich doch jetzt eigentlich gar nicht schlecht.
Es ist aber natürlich nicht nur auf der einen Seite, sondern im Prinzip überall drumherum, also so ziemlich überall. Hier kommen so welche Zahlen durch, da unten ist Schrift, hier an der Seite, ja, das ist jetzt hier halt mein Washi-Tape, oder? Wenn ich es jetzt so rumnehme, habe ich das hier an der Seite. Aber da muss noch mehr Schrift gestempelt sein, ganz offensichtlich. Also wir hatten ja schon vorher, als wir uns diese Sache ausgedacht haben, so ein kleines bisschen darüber gesprochen, ob wir denn vielleicht später noch miteinander reden würden, also alle untereinander. Und ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mit Susanne ein ernstes Wörtchen sprechen muss, wenn ich das hier fertig habe. Denn das ist wirklich nicht so leicht. Und jetzt hat sie da rumrum um den Rahmen noch so klein Love, 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 Love geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das macht sie ja sehr häufig. Das ist ja sozusagen wie so ein kleines Markenzeichen von ihr, diese Schreibschrift. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das hier machen möchte, weil das ist nicht meins. Zumindest nicht in Schwarz. Lasst mich das in Weiß versuchen. Also was mir komplett widerstrebt, ist dieses krasse Blau von dem Ding. Deswegen werde ich jetzt eine Kombination machen aus diesem Washi-Tape und dem Blauen. Vielleicht habe ich die Challenge nicht gelöst, wenn ich das Kind auf die Seite hier klebe. So schaut es natürlich schon ein bisschen mehr so aus, als wäre er jetzt wirklich da drin, ne? Herrschaftszeiten. Aber so gefällt mir das eigentlich viel besser. So. Ich habe jetzt mal zwischendurch ein paar Kasspatzen gegessen und ein bisschen nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich dieses Figürchen hier nicht so machen kann. Ich glaube, dann erfülle ich nicht die Challenge. Denn hier sind diese Kinder eindeutig in diesem Rahmen drin. Ich finde das zwar so nicht schlecht. Und ich glaube, wenn ich ein weiteres hiervon machen würde, in einer ähnlichen Optik, dann würde ich es tatsächlich sogar hierher setzen. Aber jetzt ist in dem Rahmen ja irgendwie nichts drin, ne? So, also da ist ja irgendwie nichts. Also außer das Maßband halt. Das schaut komisch aus. Jetzt habe ich mir überlegt, ich muss das wohl doch hier reinsetzen. So schaut es natürlich auch eher aus, wie das, was Susanne hier gemacht hat. So, die erste Problematik ist die, dass dieses hier mir viel zu blau ist. Also das finde ich ja grausamst. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde versuchen, ein Stück Teebeutel hier drüber zu kleben, in der Hoffnung, dass man dann die Zahlen später noch dadurch sieht. Normalerweise ist es ja so, wenn man einen Teebeutel irgendwo draufklebt, dann sieht man dadurch später das, was da drunter war. Ich hoffe, dass das in diesem Fall jetzt auch funktionieren wird. Ja, natürlich nicht. Versuchen wir mal ein wenig Mattmedium hier drüber zu streichen. Aber ich glaube, das geht nicht. Oh. Ich würde sagen, ausgetrickst. Also das finde ich jetzt richtig cool. Machen wir das gleich auf das andere Ding auch noch. Ja.
So. Also ich weiß ja nicht, wie man so lange über zwei so Streifen nachdenken kann, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Denn ich glaube jetzt, ja, könnt ihr mir ja mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das gemacht hättet. Aber ich glaube, so finde ich das ganz gut. Okay, ja. Das nächste Problem, was ich jetzt hier habe, ist, dass Susanne hier solche Blätter gemalt hat, auf Buchseiten drauf, offensichtlich. Also, ich weiß, sie macht das sehr häufig. Sie malt ja auch sehr viele so Blumen und so weiter selber. Also gehe ich stark davon aus, dass sie die selber gemalt hat. Ich habe allerdings jetzt ein Problem. Erstens kann ich nicht solche Blätter malen. Also ich weiß, dass ich das nicht hinkriegen werde. Und das Zweite ist, dass für mich persönlich das viel zu viel ist, diese schwarzen Streifen auf der Buchseitenschrift. Also ich weiß nicht, aber das widerstrebt mir irgendwie im Zusammenhang jetzt mit dem, was ich jetzt hier als Zwischenergebnis habe. Und deswegen bin ich auf folgende Idee gekommen. Ich habe mir ein paar Die-Cuts genommen von Tim Holtz. Die kennt ihr schon aus einigen anderen Videos von mir. Ich liebe diese einfach. Und ich habe die durch die Maschine gejagt, aber nicht auf normalem Papier, sondern auf Buchseiten. Hier habe ich mir jetzt extra die ausgewählt, die auch solch eine Blätterform haben, so wie Susanne das auf dem Tag auch gemacht hat. Also das sind ja keine Blüten oder sowas, sondern so Blätter. Deswegen habe ich jetzt die ausgewählt, die in diesen beiden Sets waren, die meiner Meinung nach hier am besten dazu passen. Und jetzt werde ich schauen, wie ich die hier ansortiert kriege. Und ich werde danach überlegen, ob ich die eventuell noch ein bisschen schattiere, um dann dieses Schwarz nochmal mit aufnehmen zu können. Okay, jetzt ist auf der Rückseite hier noch dieses runde Element und da sind noch diese zwei Rosen. So, ja, dieses runde Element und diese kleinen Sätze da. Every picture tells a story. Okay.
So, jetzt ist es aber so, dass auf der anderen Seite eigentlich bei ihr ja auch Text ist. Ich habe aber keinen Text mehr. Kriege ich jetzt wohl Ärger, wenn ich nur auf der einen Seite Text habe? Versuchen wir mal den Ärger zu minimieren, indem wir hier noch diese Briefmarke irgendwie einbauen. Ich finde das sowieso irgendwie ganz schön mit diesen, also so die Idee dieser Briefmarke, weil der hier, der hat ja da so einen kleinen Brief in der Hand mit so einem kleinen Herzchen drauf. Und ja, sie hat den ja auch irgendwie vielleicht schon bekommen oder so, ne? Weil hier ist auch so ein kleines Herzchen. Also die Liebe ist sozusagen bei ihr angekommen. Und von den Farben her ist es jetzt natürlich bei Susannes Tag irgendwie so, dass dieses Grün komplett raussticht. Also dieses Grün kommt nirgendwo anders vor. Warum hast du das so gemacht? Es ist natürlich schon irgendwie so ein Hingucker. Aber wenn ich jetzt hier eine Farbe verwende, die ich noch gar nirgendwo anders verwendet habe, schaut das denn dann nicht vielleicht ein bisschen komisch aus? Jetzt, also auf ihrem Tag passt es ja dahin, ne? Also das will ich jetzt damit nicht gesagt haben, um Gottes Willen. Aber ich frage mich, ob das bei mir dahin passt, wenn ich da jetzt irgendeine Farbe nehme, die hier sonst nirgendwo vorkommt. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht etwas Rotes benutze. Eine rote Briefmarke. Denn hier ist sind ja auch so Pünktchen rot, ne, von dieser Haarspange da und diesem Herzchen. Und vielleicht, wenn etwas drittes Rotes hier an der Seite wäre, vielleicht würde das gar nicht so schlecht aussehen. Ja. Ja, das ist jetzt noch das falsche Rot, aber, und vielleicht ist die auch ein kleines bisschen groß. So ein Kopf finde ich blöd. Das lenkt zu sehr von dem Kind ab. Zu hell. Ah ja, nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Kopf zu pink. Zu pink. Es ist auch eher orange da als rot. Das ist jetzt gerade irgendwie grenzwertig. Nein, viel zu auffällig, viel zu groß. Die vielleicht? Boah, ist das schwer. Also das beißt sich wirklich. Das beißt sich sehr, sehr stark. Ich nehme die. Die ist jetzt ziemlich ockerorange, aber ich glaube, das passt ganz gut zu diesem bläulichen Ton. Und hinzu kommt dann noch die Problematik, dass sie die abgestempelt hat, die Briefmarke, und dass dieses Stempelding in diese Mitte geht. Also, ne, dieses Runde da, das geht ja da rein, also in dieses Fenster rein. Und wenn ich das jetzt hier so aufklebe und ich würde das auch so machen, Moment mal, ihre Briefmarke ist ja viel weiter rechts erstmal vom Verhältnis gesehen, also eher so. Das widerstrebt mir jetzt hier schon auch etwas, aber jetzt könnte ich es abstempeln, ohne das Schwein zu treffen. Denn ich will ja nicht das Schwein damit mit dem Stempel treffen, wenn ich das abstemple. Schockt das aus? Oder ich lasse es so reingehen, wie es vorher war, und stempel es hier ab. Ja, ich glaube, das ist besser. Also mit besser meine ich natürlich für meinen Tag jetzt in diesem Fall besser, ne? Also rennt mir jetzt nicht schreiend davon oder
denkt jetzt nicht, ich kritisiere das, was Susanne gemacht hat, um Gottes Willen. Ich versuche nur, das, was sie gemacht hat, jetzt auf meine Bedürfnisse hier anzupassen und auf dieses Layout anzupassen. Denn es ist natürlich komplett anders jetzt als da eigentlich, auch wenn einige Elemente gleich sind. Aber ja, diesen Deal mit diesem Grün hat sie jetzt da nicht, wie ich jetzt hier mit dem Orange habe. Und ihre Figuren sind ja auch kleiner, also die Kinder sind viel kleiner im Verhältnis zu dem Fenster. Das kommt natürlich mal darauf an, welche Größe man da jetzt hat. Ich hatte das halt nur in dieser Größe. Und da muss man vielleicht ein bisschen rumüberlegen, wie man das dann trotzdem daran anpassen kann. Und das ist das, was ich gerade versuche. So, Poststempel. Hier geht jetzt ein Dank an Christina, die mir diese Stempel in einer Happy Mail geschickt hat. Denn ich würde sonst ziemlich aufgeschmissen jetzt hier dastehen, wenn ich die jetzt nicht hätte. Und ich denke mal, dieser ist der einzige, der in Frage kommt, von der Größe her. Okay, dann ist jetzt auf der Seite, wo das Wollknäuel ist, da oben ein Knopf. Und hier auf dieser Seite wäre auch ein Knopf. Auf dieser Seite ist da oben ein Knopf und hier hängt so ein Gebaumel runter. Ja, das ist jetzt typisch Susanne. Danke. Denn ich bin überhaupt nicht imstande, Gebammel zu machen. Also zumindest nicht so, wie sie das hier tut. Sie hat ja offensichtlich hier irgend so ein Silberdraht genommen und hat daraus solche kleinen Herzchen geformt. Ich habe keinen Silberdraht, nichts dergleichen. Und diese kleinen Kügelchen da und diese Perlen und diese Steinchen da, sowas habe ich auch nicht hier. Ganz zu schweigen von diesem kleinen Clip hier unten. Da fällt mir jetzt nämlich gerade was ein, denn ich habe, glaube ich, zufälligerweise, ja, so ein Teil in grün hier in meiner Kiste. Ich habe hier so eine kleine Kiste vom Wohnwagen mitgenommen, wo ich so kleines Zeug reingeworfen habe. Und ich denke mir jetzt gerade, vielleicht wäre das eine Idee, den tatsächlich in echt hier unten so dran zu klipsen. Aber das schaut natürlich ein bisschen eigenartig aus, ne? Der steht jetzt sehr hoch, also das ist jetzt irgendwie komisch. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich den auseinandernehmen kann und dann das Aufkleben. Oh, übrigens, hier ein sehr frühes Foto hier aus meiner Jugend. Ach so, auf der anderen Seite ist der gar nicht. Der ist nur auf einer Seite. Shit. Kann ich denn das zerstören? Und wenn ich das zerstört habe, kann ich das dann aufkleben? So. Wer sagt's denn? Also, dass dieser Clip mal so endet, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Diesen Clip habe ich, ihr werdet es nicht glauben, in meiner allerersten Happy Mail bekommen. Das ist schon wirklich einige Jahre her, dass der jetzt so endet. Ich habe den jetzt immer irgendwie aufbewahrt und dann war der immer da, weil das war so ein schönes Grün. Also es ist immer noch ein schönes Grün, aber dass jetzt mal sowas daraus wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Es ist nur die Frage, wo musst du hin? So, und jetzt sage ich euch was. Hier draus mache ich jetzt mein Gebaumsel. Aus dieser kleinen Feder. Ja, so wird es gemacht. Gar nicht so einfach. Leichter gesagt als getan. Ah, das geht nicht ab. Okay, jetzt sollte ich Staubsaugen. Jetzt ist gerade irgendwo hingeflogen. Das ist doch eine coole Perle, oder was meint ihr? Ist doch eine coole Perle. Von der einen Seite grün. Ha.
ich das so noch irgendwie auffädeln. So, und aus ihren Videos wissen wir ja, dass Susanne immer die Knoten hier oben so auf die Knöpfe drauf macht. Durchaus auch keine schlechte Idee. Deswegen werde ich das jetzt hier auch so machen. Und das schaut auf dem Bild auch so aus, als wäre das so gemacht. So. Und von der Länge her würde ich sagen, muss das ungefähr bis hier gehen. Jetzt werde ich da erstmal dieses kleine Schnöppelchen hier auffädeln. Das ist natürlich jetzt sehr unsichtbar, aber ich könnte natürlich sowas auch als Dings nehmen, ne? Wenn ich das jetzt platt quetsche, könnte mir das vielleicht meine Perle ersetzen, die ich hier nicht habe. Ja, warum eigentlich nicht? Okay, jetzt haben wir hier auf dieser Seite aber immer noch dieses Ding, was wir da unterbringen müssen. Wisst ihr was? Irgendwie habe ich das Bedürfnis, hier unten so einen kleinen Brief dran zu machen, dass der dann da bei ihr angekommen ist. Also wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Wie kann ich das denn schaffen? So, wenn wir jetzt noch mal kurz darüber nachdenken könnten, dass bei Susannes Blumen ja so kleine schwarze Linien waren. Also sie hat das ja mit einem Fineliner ganz offensichtlich so umrandet. Dann verspüre ich das Bedürfnis, hier etwas Ähnliches zu machen, allerdings nicht mit einem Fineliner, sondern mit Wasser und hier so einem wasserlöslichen Stift. Ich glaube, so reicht mir das schon aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist es jetzt schon schwarz und hier noch nicht. Jetzt mache ich das mal da noch so ein bisschen weiter und schaue dann, ob ich das so durchziehen kann. Und das wäre dann hier meine letzte Amtshandlung sozusagen für dieses Projekt und diese Challenge. Liebste Susanne, ich hoffe, dass ich das irgendwie zu deiner Zufriedenheit hier fertiggestellt habe. Ich hoffe, ich habe diese Challenge irgendwie bestanden. Gibt es da eigentlich bestanden oder nicht bestanden? Das haben wir uns vorher nicht überlegt. Aber nein, das ist natürlich nur Spaß. Es geht ja darum, was zu lernen, oder? Und es geht auch irgendwie darum, sich Inspiration von anderen Leuten zu holen. Und es geht ja nicht darum, irgendwas 1:1 so nachzumachen, wie es vorgegeben war. Das wäre ja total langweilig. Also wer will das schon? Und ich denke, ja, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht wie deines, kann man schon erkennen, dass ich es durch deinen Tag inspiriert hier gemacht habe. Und falls hier jetzt irgendjemand denkt, oh, so etwas würde ich auch gerne mal machen, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, finde ich jetzt persönlich, wenn man jemanden auch aus dem Bereich des Junk Journaling irgendwo kennengelernt hat,
miteinander so ein bisschen in persönlichen Kontakt zu kommen. Also jetzt sich sowas zum Beispiel auszutauschen und gegenseitig dann nachzumachen oder ja eben als Inspirationsquelle zu benutzen. Das finde ich doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, um ja miteinander einfach ins Gespräch auch zu kommen über gewisse Techniken, vielleicht über gewisse Ideen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, so etwas mit euren Junk Journal Freunden auch mal auszuprobieren. Wenn ihr noch keine Junk Journal Freunde habt, kann man das eigentlich so nennen. Und wenn ihr aber vielleicht gerne welche hättet, dann schaut doch mal in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch vorbei. Dort gibt es ganz viele Leute, die sich mit dem Thema Junk Journaling beschäftigen und die auch gerne Kontakt zu anderen Leuten haben möchten und sich über dieses so ein bisschen austauschen wollen. Und ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich dort mal vorbeischauen und solche Partner vielleicht unter Umständen dort finden, mit denen ihr so eine Challenge machen könnt. Es wird definitiv auf diesem Kanal hier noch weitere Videos in dieser Art geben. Ich kann euch allerdings jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie das genau aussehen wird. Es wird aber definitiv auch, ja, eine kleine Art Challenge geben, so ähnlich jetzt wie das hier, also in Anlehnung an das hier, wo ihr auch mitmachen können werdet. Also ja, ich kann euch da noch nicht so ganz viel dazu verraten. Ich möchte das natürlich erst dann sagen, wenn ich ganz genau sicher bin, wie ich das selber umsetzen kann, wie ich das zeitlich schaffen kann, so dass das dann für euch irgendwie auch eine coole Sache ist. Und ja, wenn ihr das wissen wollt, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ich irgendetwas herauflade und das hier mal so erzähle, wie ich das vorhabe, wie ich mir das gedacht habe, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Vergesst auch nicht, diese kleine Glocke da zu drücken. Wenn ihr Abonnieren gedrückt habt, erscheint daneben so eine kleine Glocke. Wenn ihr auf die drückt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video raufgeladen habe. Ansonsten einfach öfters mal hier vorbeischauen. Auch gerne die Leute, die YouTube verabscheuen, sich einfach nur Videos angucken, aber hier irgendwie sich nicht anmelden wollen oder sowas. Ihr könnt natürlich auch einfach hier mal wieder vorbeischauen, beziehungsweise könnt ihr auch auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen oder auf meinem Instagram-Profil. Dort gibt es natürlich auch die aktuellen Neuigkeiten bezüglich neuer Videos und so weiter. Ja, dann bin ich außerdem gespannt, was die anderen beiden Mädels da so angestellt haben. Heute werdet ihr ja alle Videos euch anschauen können. Also der Tag, den ich gemacht habe, still und heimlich in meinem Kämmerlein. Also ich meine jetzt nicht diesen hier, ne, sondern der, den ich für die Challenge gemacht habe. Den hat die Barbara bekommen von 49 Dragonflies. Auf ihrem Kanal findet ihr dann also heute das Video, wo sie versucht, meinen Tag nachzumachen. Mit ihren eigenen Mitteln und auf ihre eigene spezielle Art und Weise. Und auf Susannes Kanal findet ihr heute das Video, wie sie Barbaras Take nachmacht. Mit ihren eigenen Mitteln und Möglichkeiten. Und wenn ihr Lust habt, dann checkt das doch mal aus. Ich verlinke euch die beiden Videos auch unten in der Infobox, sodass ihr das direkt dann anklicken könnt und dass ihr das direkt finden könnt. Ich sage deshalb, ich bin gespannt. Das klingt jetzt für euch vielleicht etwas komisch, denn ihr müsst bedenken, ich habe dieses Video ja schon weit im Vorhinein aufgenommen. Also jetzt, wenn ihr das sehen werdet, ist ja schon viel später in der Zeit. Also ja, ihr versteht das schon. Aber während ihr das hier anschaut, bin ich wahrscheinlich gerade unterwegs und schaue mir die anderen beiden Videos an, von den anderen beiden Mädels da. Und Barbara und Susanne, falls ihr zuschaut, vielen, vielen Dank für diese Kooperation und vielen Dank für diese, ja, wie soll ich sagen, ziemlich spannende Zeit. So, dann wäre das hier mal meine Vorderseite. Oder je nachdem, wie man es sehen will. Und das hier ist die Rückseite, die ich jetzt auch noch schnell hier mal so ein bisschen umeinander schattieren werde.
Ja, ihr Lieben, jetzt liege ich hier in den letzten Zügen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mir wieder irgendetwas Neues ausgedacht habe. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und ja, passt ein bisschen auf euch auf. Vielleicht auch das ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt in der Zeit, die gerade so herrscht. Denkt euch etwas Cooles aus, seid kreativ, denn auch das ist etwas, was jetzt vielleicht in dieser speziellen Zeit eher möglich ist als in anderen Zeiten. Versucht in allem das Positive zu sehen, auch wenn das manchmal schwer ist. Ich sage gerade die richtige, ich weiß, das fällt mir auch manchmal sehr schwer, aber seht das Positive. Es lohnt sich. Ich weiß, dass sich das lohnt. Okay, das war es von mir. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal, sage ich mit dem letzten Strich hier. Tschüss.